Schön, dass ihr da seid. Ja, ich fange hier erstmal an mit meiner Paste. Die ist sehr dick, wie du siehst. Und hier habe ich so einen tollen Schatten jetzt. Also kommt die Sonne gerade raus, das ist ja herrlich. Da kann man auch mit dem Schatten hier so schön spielen. Ja, auch schön mitarbeiten. So mit der Höhe der Struktur und mit dem Licht. Aber wir nehmen jetzt hier erstmal den Kuchenheber wieder, verteilen erstmal wieder schön die Masse. Haben uns schon mal warm gemacht. Ist aber jetzt glatt streichen. Hier ist ein Krümelchen. Den immer rausnehmen, sonst ziehst du lauter Streifen rein. Aber so kann ich es erstmal schön glatt ziehen. Ich weiß noch nicht, was ich machen will. Deswegen nehme ich jetzt die Folie und mache erstmal so ein paar Muster da rein, weil ich die immer besonders schön finde. Da kannst du die einfach so reinlegen, wie du willst. Also so kleine Knicke machen oder ganz große, lange Streifen reinziehen. Oh ja, das sieht gut aus. Wie Bäume oder so Kristalle. Am Fenster habe ich letztens auch gesehen. Das sah auch cool aus. Wieder hier in unsere Geschichte abtauchen, jeder so wie er möchte. Das finde ich jetzt immer ein toller Start. Mir geht es zumindest gerade so. Ich hatte nämlich ehrlich gesagt gar nicht so die Muße, gerade zum Malen, zum Arbeiten und die lege ich erstmal zur Seite. Fühlt sich noch ein bisschen klamm an. Das ist noch ein bisschen dunkel. Daran kann man meistens erkennen, dass es sich noch oder es noch nicht ganz trocken ist. Auch hier unten so ein bisschen, genau an der Stelle, die ich gerade ganz schön finde. Hier ist so ein schöner Bogen drin. Ja, aber macht nichts, ich mache trotzdem weiter. Ich sehe auch, warum ich so müde bin. Ich habe keinen Kaffee, meine Tasse ist leer. Ja. Fällt mir auch jetzt erst ein, wo ich zu der Farbe greife. Sonst hätte ich nämlich Kaffee genommen. Aber der Farbton ist auch toll. Und wenn ich den ins Nasse streiche und hier ins Trockene, das siehst du ganz toll hier, dann werden die Farben unterschiedlich. Aber ich kann ja hier nochmal ein bisschen Wasser nachkippen sozusagen. Läuft es auch ein bisschen. Aber ich will es erstmal ein bisschen verteilen hier, um auch nochmal so in die Malerei reinzukommen. Ja, das ist gut. Das macht wieder Laune und befreit mich gerade. Es läuft. Ja, ich merke das gerade. Ich habe nämlich wirklich erst gedacht, ich mache irgendwas mit Orange, Rosa, Türkis. Aber nee. Mir ist jetzt nach den Farben. Ja, das sind doch tolle Farben jetzt entstanden hier. Nur über die zwei Farbtöne. Tolles Grün. Ja, der passt auch gut dazu. Den hatte ich mir gleich zu Anfang angemischt, bevor ich die Paste angerührt habe. Ja, hier ist es noch nicht trocken und dann löst sich natürlich die Paste wieder auf hier. Kann man das ganz gut sehen, das ist einfach noch vom Untergrund. Ich habe das schon gemerkt eben, dass sich das so aufgelöst hat. Die Farben sind toll jetzt, gefällt mir voll gut. Auch wo die Sonne da so rauf scheint, da sehen die Farben ja immer noch mal ganz anders aus. Hier mischt sich das auch noch mal ganz schön. Einfach rauf da.
ja auch nichts falsch machen. Wenn man so langsam arbeitet, dann geht das ganz gut, verläuft hier halt immer mal ein bisschen. Oh, hier ist vorhin ein Wassertropfen raufgekommen, der löst jetzt natürlich auch die Farbe an. Trocknet ja immer nur so an der Oberfläche und wenn das länger drauf ist, das Wasser, dann löst sie auch wieder die untere Farbe. Ist ganz gut, wenn man es immer mal wieder auch dreht einfach. Und dann mal wieder einen anderen Blick drauf. Auch die Proportionen sehen dann immer irgendwie noch ein bisschen anders aus. Immer noch nass. Da kann ich jetzt auch nicht so die Leinwand ankippen. Okay, ich drehe es aber nochmal. Weil irgendwie... Ja, weiß ich auch noch gar nicht. Hier muss noch irgendwie was hin. Will ich hier nochmal in die Wellen springen, sozusagen. Weil das kann man immer ganz gut mit dem Wasser. Das sind immer tolle Effekte. Und man kann sich so viel Zeit lassen und hier einfach zuschauen. Ganz langsam verstreichen. Der Tisch steht ein bisschen schief, aber egal. Also einfach gucken, was so kommt.
mal das Licht ausgemacht, weil ich dachte, Mensch, wenn die Sonne hier nochmal reinscheint, aber ja, jetzt ist sie wieder weg. Aber macht nichts. Heute ist es trotzdem ein bisschen heller als sonst. Es war schon immer irgendwie komisch, fand ich. Ja, auf jeden Fall, ich hatte heute was komplett anderes vor, als ich hierher gefahren bin und war so müde und ja, habe mir alle Farben irgendwie angemischt hingestellt und dann doch zu den Farben mir gegriffen und es tat mir richtig gut, weil ich war irgendwie so, ja, auch nicht so gut drauf und dann ist das ja manchmal so und dann kommt das Kopfkino noch dazu und dann, ja, also wenn dir das so geht, mach einfach dein Ding, nimm die Farben, die du magst, egal auch, was weiß ich, was da im Kopf vorgeht, also mach einfach so, wie du das magst, einfach machen. Und ja, unser Motto kam mir für mich auch sehr gut und sehr gelegen. Und den Kaffee habe ich nämlich nicht gekocht. Wahrscheinlich lag es daran, wenn ich es mal so sagen darf. Aber ja, das ist hier übrigens ein Druck und ja, der Rahmen ist daneben, aber ich kriege es hier irgendwie von dem Licht hier gerade nicht so hin. Es sieht ein bisschen anders aus, aber ja, macht nichts. Der Rahmen, ich habe jetzt auch ein Workbook im Shop, wie man solche Rahmen baut. Da hinten siehst du auch so einen Rahmen. Und vor allen Dingen, was ich euch reingepackt habe in das Workbook, wie man die farblich gestaltet. Denn das finde ich ja oftmals etwas schwierig tatsächlich. Welche Farbe nehme ich denn dann für welches Kunstwerk? Und da habe ich euch ziemlich viele Tipps mit reingepackt, dass ihr die auch einfach farblich gestalten könnt. Ja. Und das ist schon im Kanal, das kennst du ja, das ist ja so ähnlich. Also ran ans Machen. Viel Spaß. Tschüss. Ja, mit einer Strukturmasse kommt man mal ganz gut rein in die Malerei, gerade wenn man nicht weiß, was man machen will. Die Folie kannst du immer wieder sauber machen, einfach mit einem Tuch abwischen, die Krümel hinterher einfach ein bisschen abschütteln und dann kannst du die wiederverwenden. Ja, und zu Strukturen findest du auch einiges in meinem Kanal, wie man die Masse selber herstellt. Auch auf meinem Blog schreibe ich dir immer wieder Tipps hinein. Guck da ruhig hin. Und jetzt Dankeschön für dein Abo, danke für dein Like, danke für deinen lieben Kommentar. Das ist nicht nur runtergesagt, sondern das meine ich auch wirklich so. Und auch herzlichen Dank für eure Bestellung. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Tassen bestellt habt, auch total toll, weil immer wenn ich darauf gucke, denke ich so an euch und denke auch nochmal an die positiven Kommentare, die ihr auf meinem Shop hinterlasst. Da sieht man dann auch schon wieder die Namen und dann, ach Mensch und toll, ach ja, jetzt weiß ich auch und so. Also so geht mir das dann immer. Also vielen, vielen Dank. Jetzt geh du an deine Malerei. Du siehst auch bei mir, ich war zuerst gar nicht gut drauf und dann hat sich das Ganze ganz schnell wieder verflogen. Also hab viel Spaß und vielen, vielen Dank. Tschüss.